Startschuss im Hamburger Hafen und erste Runden für den Probebetrieb von 3 batterieelektrischen Nikola Tre Sattelzugmaschinen in Europa. Zunächst sind die Dreiachser amerikanischer Bauart im Hamburger Hafen unterwegs. Die europäische 4x2-Variante ist für das kommende Jahr angekündigt. Die vollelektrischen Nikola Tre sind mit jeweils 9 Batteriepaketen à 500 Kilo ausgerüstet. Dass diese Lastwagen jetzt in einen regulären Praxistest integriert sind, stößt auf weltweit großes Interesse und freut den Hersteller. Das ist natürlich ein historischer Tag, ein ganz wichtiger Meilenstein, denn nachdem wir in den USA sehr erfolgreich im März diesen Jahres die Produktion begonnen haben, liefern wir nun die ersten rein elektrischen LKWs an unsere Kunden. Und wir beginnen hier und heute in Hamburg an den Hafen von Hamburg. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Projekt, denn die Häfen sind entscheidend für die Dekarbonisierung der Mobilität. Mit ihren Batterien schaffen die Lkw rund 500 Kilometer, ohne dass sie nachgeladen werden müssen. Damit der Strom nicht ausgeht, sind im Hafengebiet 11 Ladesäulen mit jeweils 2 Chargern zum Nachtanken geplant. Der Testbetrieb im Hamburger Hafen soll schon bald auf 25 Lkw von Nikola ausgeweitet werden. Es ist ein Riesentag, weil man hier nicht einfach nur Folien zeigt, sondern man kann hier am echten Objekt starten. Und ich finde auch die Art und Weise, wie unsere Partner das hier machen, dass man Fahrzeuge in Einsatz nimmt, dass man ein Fahrzeug in der Werkstatt hat, weil man auch Werkstätten ausbilden muss mit dieser neuen Technik. Das ist in der Lkw-Branche, dieses Hochvolt-Leistungssystem ist ganz neu. Das heißt, die müssen Techniker ausbilden, wenn was ist, damit LKWs, wenn sie irgendetwas haben, sofort im Workshop in der Werkstatt wieder repariert werden können. Und ich finde, das ist absolut durchdacht und das ist für uns ein Meilenstein in Richtung Dekarbonisierung der Landtransporte. Das Ziel für den Hamburger Hafen ist klar. Möglichst schnell will er zum Null-Emissionshafen und damit zu einem weltweiten Vorzeigehafen werden. Dass die von Iveco in Ulm gebaute Nikola-Technik da genau den richtigen Ansatz bietet, war Geschäftsführer Jens Meyer schon vor einem Jahr klar. Damals hatte er sich im Hafen von Los Angeles persönlich davon überzeugt. Das war schon ein Wow-Effekt, weil man natürlich in dem Straßenlärm, den man dort auf den breiten Straßen in Los Angeles hatte oder in Long Beach, um es genauer zu sagen, dann kam ein leises Fahrzeug um die Kurve, was nicht klapperte, was nicht klöterte, was nicht vibrierte. Und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt wollen wir doch mal einen fragen, der damit Erfahrung hat, weil er gesagt hat, das ist die Zukunft des Lkw-Verkehrs. Erstmal die Beweglichkeit, der Platz in der Kabine hat ihn überzeugt, das ist aus gesundheitlichen Gründen viel besser, die Vibrationen fallen weg. Und im Straßenverkehr ein wesentlich besserer Überblick. Also es war rundherum, es gab keinerlei Kritik. Senator Michael Westhagemann überzeugte sich persönlich vom Nikola Tre, dessen Fahrerhaus vom Iveco S-Way stammt. Ansonsten aber ist der Tre ein neu konstruiertes Fahrzeug. Er läuft im eigens dafür gebauten Produktionswerk am Iveco-Standort in Ulm vom Band. Wie sind denn die ersten Eindrücke des Hamburger Wirtschaftssenators? Ja, für mich ist jetzt Dynamik reingekommen und da bin ich total froh, dass der erste Hersteller jetzt auch mal mit einem LKW kommt, Batterieantrieb und heute aber auch schon ganz klar sagt, die nächste Stufe kommt, dann kommt die Brennstoffzelle. Warum ist die Brennstoffzelle eigentlich dann so extrem wichtig? Dann kriegst du nochmal andere Reichweiten zustande. Und wenn man sich vorstellt, in den USA oder hier in Deutschland willst du am Ende des Tages lange Wege zurücklegen. Und wenn es eben geht, auch nicht großartig zwischendurch tanken. Der Wirtschaftssenator hat es angesprochen. Die Wasserstoff-Brennstoffzelle von Nikola kommt noch. 800 Kilometer statt 500 Kilometer soll dann die Reichweite betragen. Aber bereits die jetzige Elektrovariante mit den beiden an der Antriebsachse angeflanschten E-Motoren bringt 653 PS auf die Straße. Damit dürfte der Nikola Tre sich für viele Transportanwendungen eignen. Der Testbetrieb im Hamburger Hafen ist deshalb ein ideales Testfeld, weil sich bereits jetzt viele Unternehmer für die neue Technik interessieren und auch der Hafenalltag wertvolle Rückschlüsse auf den Praxisalltag liefert. Für uns enorm wichtig, weil es der erste wirklich Use Case ist. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendwas, wo wir mit den Reichweiten klarkommen, wo wir die Fahrzeuge einsetzen und wir brauchen einen Projektpartner, der völlig überzeugt ist von der Technik.
Und deswegen ist es für uns wichtig, diese Probefahrten zu machen. Und wir werden auch den Hamburger Hafen nutzen als Standort, wo wir andere Kunden, vielleicht auch von anderen Einsätzen, anderen Missionen, anderen Branchen, anderen Bereichen Deutschlands auch einladen, diese Fahrzeuge hier zu erleben. Und so war schon die Vorstellung der neuen Nikola-Flotte im Hamburger Hafen kein normaler Pressetermin, denn auch viele Transportunternehmer und Insider waren gekommen, um sich die neue Technik genau anzusehen. Da kommt die Frage nach dem ersten Eindruck ganz automatisch. Also ich glaube, dass es ein großer Erfolg sein wird für die Spedition, weil ich glaube, dass den Fahrern diese neue Möglichkeit, ihre Arbeit zu verrichten, richtig Spaß machen wird. Ich habe selber ein kleines Elektroauto und weiß, wie viel Fahrspaß so ein Elektroantrieb macht. Und insofern bin ich überzeugt davon, dass wir hier nicht nur wegen der Dekarbonisierung, sondern auch wegen des Fahrspaßes einen großen Schritt nach vorne machen. Also dieses Projekt hier haben wir ein Jahr lang mit vorbereitet, weil die Skepsis ist sehr, sehr hoch gewesen. Nach dem Motto, wenn wir es schon nicht schaffen, auch einen 5-Tonner damit zu fahren, wie sollen die 40-Tonner funktionieren? Die Welt hat sich schneller gedreht. Wir haben eine Wende in vielen Bereichen. Und hier, die Technik geht so schnell, wir sind dabei, die Infrastruktur aufzubauen und wir glauben, dass gerade in der lokalen Situation mit der Versorgung um Hamburg herum wir mit diesen Trucks arbeiten können, auch für die Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre Politik mit reinbringen wollen. Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das sind die bestimmenden Faktoren, wenn es um den Lkw-Verkehr der Zukunft geht. Preislich wird der Nikola übrigens etwa 3- bis 4-mal so viel kosten wie sein Diesel-Pendant. Aber derzeit werden durch Förderungen bis zu 80% der Mehrkosten vom Staat übernommen.